Ja, über den Deal müssen wir noch mal ein bisschen genauer sprechen. Antonia Yamin, israelische Journalistin, ist zu mir ins Studio gekommen. Guten Morgen, Antonia. Guten Morgen. Ja, es gibt natürlich große Erleichterung, große Freude, dass es jetzt einen Deal gibt. Es sind aber noch viele Fragen offen. Und das heißt auch, es gibt weiterhin Sorgen, dass der überhaupt zustande kommen kann, oder? Also ich gehe mal davon aus, dass Israel jetzt schon auch klar gemacht hat, dieser Deal wird zustande kommen. Natürlich gibt es sehr viele Sorgen, weil dieser Deal auch ein sehr schwerer Deal ist. Weil es werden jetzt sehr viele schwere Terroristen freikommen. Und Israel sagt quasi damit, okay, hier sind die Terroristen, die den nächsten 7. Oktober planen werden. Von der anderen Seite, die Mehrheit der Israelis sagt natürlich ja vor diesem Deal. Ohne diesen Deal kann Israel nicht wieder heil kommen. Diese Frauen, Kinder und Männer müssen zurückkommen. Und es wäre besser, sie kämen sogar letztes Jahr zurück, als Biden Mai 24 diesen Deal schon das erste Mal präsentiert haben. Aber was wissen wir denn genau? Wie soll denn das jetzt ablaufen? Also es heißt ja die ganze Zeit nach den ersten Informationen, am Anfang sollen erst mal nur 3 Geiseln freikommen. Und was muss man sich darunter vorstellen? Wir reden immer noch von rund 100 Geiseln, die in der Gewalt sein sollen, obwohl wir nicht wissen, wie viele überhaupt noch leben. Ja, also wir reden in den ersten 42 Tagen von 33 Geiseln. Davon sollten 23 Geiseln am Leben sein. Es sollte diesen Sonntag anfangen, 12 Uhr, 12:15 Uhr. Da sollen dann irgendwann mal die ersten 3 Frauen befreit werden. Nach 7 Tagen noch 4 Frauen. Jetzt kann man natürlich, und das fragen sich auch viele Israelis und auch Familienangehörige, wenn jetzt am Sonntag erst mal 3 Frauen freikommen, was heißt das über die 2 Kinder, das Baby, Kfir und Ariel Bibas? Ich spreche von einem 2-Jährigen und einem 5-Jährigen, die Rothaarige, diese Kinder, die wirklich weltweit schon berühmt worden sind wegen diesem schrecklichen Ereignis. Und da fragen sich viele, sind sie überhaupt noch am Leben? Die israelische Armee geht davon aus, dass sie wahrscheinlich tot sind, einfach weil die kein Lebenszeichen bekommen haben in diesem 1 Jahr und 3 Monate. Und man kann sich dann aber auch schon vorstellen, was diese 42 Tage auf die israelische Bevölkerung bringen. Das wird mit viel Nerven, viel Horror, viel Freude von der einen Seite, weil es werden Menschen zurückkommen, es werden Frauen zurückkommen, es werden alte Männer zurückkommen, kranke Männer zurückkommen, aber es werden halt auch Menschen als Leichen zurückkommen. Und das wird dann immer mehr bewusst in Israel auch aufgenommen. Aber wie wird es dann weitergehen jetzt, auch wenn dieser Deal tatsächlich hält, wenn das wirklich so abläuft mit den verschiedenen Phasen, die wir haben? Was heißt das für die Zukunft des Nahen Ostens? Was heißt das für den Gazastreifen? Der ist komplett zerstört. Ja, also nach 16 Tagen sollte man ja eine Diskussion anfangen über einen permanenten Waffenstillstand, also dass der Krieg dann zu Ende geht. Kommt es wirklich dazu? Das, denke ich, weiß nur ein Mensch, und das ist Donald Trump. Wenn Donald Trump einen permanenten Waffenstillstand, quasi den Krieg vorbei haben möchte, wird es wahrscheinlich passieren. Das haben wir jetzt auch gesehen, dass er einfach die Macht hat, auch Hamas zu bedrohen, aber dass auch Netanyahu das macht, was Donald Trump sagt. Viele hoffen natürlich, dass dieser Krieg zu Ende ist, auch für Israel, auch für die ganzen Geiseln. 98 Geiseln sind immer noch in der Gefangenschaft von Hamas-Terroristen. Und viele hoffen es auch natürlich auch für die palästinensische Bevölkerung. Eins muss aber klar sein: Gaza darf nach diesen ganzen Wochen nicht mehr in den Händen von Terroristen sein. Und wir dürfen keinen 7. Oktober wieder. Das wird auch die Herkulesaufgabe für zumindest die westlichen Unterstützer sein. Antonia, danke für das Gespräch.